Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Andrea. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Granny Squares, diese kleinen, bunten Häkelquadrate sind einfach zeitlos. Ich liebe sie zu häkeln, aber mindestens genauso wichtig ist die Frage, wie verbinde ich sie? Und heute zeige ich dir meine zwei liebsten Methoden, wie ich meine Granny Squares zusammennähe oder zusammen häkle. Also, schnapp dir deine Häkelnadel oder deine Wollnadel und etwas Wolle und häkle gleich mit mir mit. Die erste Methode, die ich euch zeigen möchte, ist das Zusammennähen der Granny Squares. Manchmal möchte man einfach eine unsichtbare Naht haben und dafür eignet sich der sogenannte Matratzenstich perfekt. Ich beginne damit, dass ich meine beiden Granny Squares mit der rechten, also der schönen Seite nach oben lege. Und dann nehme ich meine Wollnadel und mein Garn und beginne ganz vorsichtig von Ecke nach Ecke zu nähen. Ich beginne auf der linken Seite. Von unten nach oben. Und auch auf der rechten Seite steche ich von unten nach oben. Und am Nun geht es immer gleich weiter. Ich wechsle wieder die Seite. Ich steche in die letzte Einstichstelle ein, diesmal von oben nach unten. Und bei der darauffolgenden Masche steche ich von unten nach oben. Ich wechsle wieder die Seite und wiederhole das Ganze. In die letzte Einstichstelle einstechen, von oben nach unten und dann von unten nach oben. Eine sehr anfängerfreundliche Anleitung von diesen Granny Squares verlinke ich dir übrigens in meiner Videobeschreibung. Dort findest du auch alle möglichen Infos, wie zum Beispiel welche Wolle ich benutze oder welche Häkelnadel. Und so sieht das Ergebnis aus. Das ist die Vorderseite und das Schöne am Matratzenstich ist, dass die Naht von vorne wirklich kaum sichtbar ist und die Granny Squares ganz flach zusammengefügt werden. Perfekt für Decken oder auch Kleidung, wenn man eine feine Naht haben möchte. Und das ist die Rückseite. Die sieht man schon etwas. Die zweite Methode, die ich genauso gerne nutze, ist das Zusammenhäkeln. Hierbei wird eine sichtbare Naht erzeugt, die dem Ganzen noch einmal ein schönes Muster gibt. Ich verwende dafür gerne die Kettmaschenmethode. Wieder liegen meine beiden Granny Squares mit der rechten Seite, also der schönen Seite nach oben. Dann nehme ich meine Häkelnadel und beginne hier mit einem ganz normalen Anfangsknoten. Diesmal beginne ich auf der rechten Seite und steche von oben durch das innen liegende Maschenglied. Mein Garn lege ich mir zwischen meine Granny Squares
Auch auf der zweiten Seite steche ich von oben durch das innenliegende Maschenglied. Und jetzt hole ich mir das Garn und ziehe es durch alle 3 Schlaufen. Die Schlaufe auf der Häkelnadel ziehe ich etwas lockerer, damit die Kettmaschen nicht zu fest werden. Und dann geht es genau so weiter. Wieder von oben durch das innenliegende Maschenglied und das gleiche auf der anderen Seite. Der Arbeitsfaden bleibt dabei immer in der Mitte und die Schlaufe natürlich wieder etwas größer ziehen. Das ist wirklich wichtig, damit am Ende alles schön zusammenpasst. Wenn du gerade einen freien Daumen hast, dann freue ich mich über deinen Daumen hoch und falls du noch einen zweiten freien Daumen übrig hast, dann freue ich mich über dein Abo. Das hilft mir und meinem Kanal nämlich wirklich weiter. Und falls du dich fragst, wie man das bei der Stelle mit dem Endknoten am besten häkelt, das zeige ich dir auch in wenigen Maschen. Und jetzt sind wir schon bei einem Knoten und auch hier häkle ich eigentlich ganz normal drüber. Du könntest deine Granny Squares aber auch ohne diese Endknoten häkeln. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht. Auch das verlinke ich dir einfach in meiner Videobeschreibung bzw. am Ende von meinem Video. Und bei den Kreuzungen häkle ich anstelle von den 2 Eckmaschen einfach 2 Luftmaschen. Man kann es mit der gleichen Farbe oder mit einer Kontrastfarbe häkeln, so wie ich jetzt. Beides habe ich bereits bei mehreren Projekten gemacht und es sieht beides einfach ganz toll aus. Was ich an dieser Methode besonders liebe, ist diese wirklich hübsche und flache Naht, die entsteht. Wenn dir das Video geholfen hat, freue ich mich, wenn du mein Video in den sozialen Medien teilst. Gute Anleitungen werden leider nicht automatisch verbreitet, dazu benötige ich einfach eure Hilfe. Ich bedanke mich dafür ganz herzlich und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Andrea.